Beach. Leute, das war mal wieder eine spontane Aktion. Eigentlich ist das Ganze nur 400 Meter von mir entfernt, aber wir fahren im echten Bohol-Style. Wow, delicious. Delicious. Wow. Everything. Thickening now. Yummy, yummy. Oh, thank you. Yummy. What is this? Yummy, yummy. Am Pattaya Beach angekommen, zeige mir die Lokals, wie man Seeigel fängt. Eine Familie war schon fleißig dabei, den Lunch direkt am Wasser vorzubereiten. Yeah, this part. What this? This part. It's very small. Yeah. Very small. Habt ihr jemals Seeigel probiert? Ich bisher noch nicht, aber heute ist es soweit. Ich werde sie zum ersten Mal kosten. Frisch vom Pattaya Beach, direkt ab dem Keller. Ich bin mit der Nachbarin und den Kindern rein in die wilden Wellen. Aber passt auf, geht hier niemals ohne Schuhe rein. Der Boden ist wild und voll mit Seeigeln. Ich wurde schon einmal gestochen und das tat extrem weh. Während die Nachbarin profimäßig einen nach dem anderen fischt, habe ich leider kein Glück. Ich merkte schnell, Seeigel fangen gehört nicht gerade zu meinen Talenten. Stattdessen habe ich einfach die Landschaft und diese besondere Atmosphäre genossen. Es ist so schön zu sehen, wie die Menschen hier leben. Sie haben vielleicht nicht so viel Geld, aber sie haben das Paradies direkt vor der Haustür. Diese wunderschöne Natur, das herrliche Wetter und ein Lachen, das einfach ansteckend ist. Das ist der wahre Reichtum hier auf Bohol. My boyfriend. My new boyfriend. So. Yummy. Yummy. Siling. This one called siling. Siling siling. Yummy. With vinegar. Yummy. Vinegar. Pure vinegar. Siling. Tabi. Yummy, yummy. Even gefüttert hier. Mit vollem Bauch und einem breiten Lächeln im Gesicht verabschiede ich mich vom Pattaya Beach. Was für ein Geschenk, so aufgenommen zu werden. Aber Bohol hatte noch mehr Gesichter. An einem anderen Tag lief ich zum Fishers Beach. Er liegt nur 500 Meter von meiner Unterkunft entfernt. Und es war wieder so eine spontane Aktion. Laut Google Maps heißt er Fisher Beach. Und ich dachte ehrlich gesagt, cool, vielleicht kann ich dort direkt frischen Fisch kaufen. Ich kaufe heute Fisch hier. Hoffentlich kriege ich. Aber Fisch gab es dort keinen. Stattdessen fand ich einen kleinen, fast verlassenen Strand. Er sah so friedlich aus, mit ein paar Booten im Sand, so eine ruhige Stelle. Wer also mal komplett allein sein möchte und Ruhe sucht, sollte dort definitiv mal hinlaufen.
Nächster Halt, Bikini Beach am Sonntag. Und ich sage euch, das ist kein normaler Strandtag, das ist ein ganzes Festival. Ganze Familien kommen hier auf LKWs angerollt, vollgepackt mit Essen und guter Laune. Ich wollte unbedingt mal erleben, wie die echte lokale Strandstimmung hier auf Bohol aussieht. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht. Es sieht sonntagsweise hier in Bikini Beach aus. Ich war mal unter der Woche da. Da waren nur ein paar handvolle Leute. Wer sich in Ruhe baden will, ja, kommt nicht am Sonntag oder Samstag. Der Bikini Beach ist eigentlich ein super Deal. Kein Eintritt, das Wasser ist sauber, absolut okay. Und unter der Woche kannst du die Cottage hier oft sogar völlig umsonst nutzen. Ein echter Geheimtipp für Sparfüchse eigentlich. Aber jetzt mal Klartext. Einige Leute scheinen zu glauben, dass der Strand eine eingebaute Selbstreinigungsfunktion hat. Sie lassen ihren Müll einfach liegen und spazieren nach Hause. Ich frage mich ja, was ist der Plan für nächsten Sonntag? Bringt ihr euren eigenen Müllwerk dann von zu Hause wieder mit, um darauf zu picknicken? Oder hofft ihr, dass die Seeigel nachts heimlich den Müll wegräumen? Leute, wer im Paradies feiern will, sollte es nicht wie eine Mülldeponie behandeln. Packt euren Kram wieder ein. Eure Mama arbeitet hier nicht. Stellt euch vor, ganze Gruppen von Männern, die ohne ihre Frauen unterwegs waren, offiziell, damit es keine Eifersucht gibt. Ich war für sie natürlich das Highlight des Tages. Ständig hieß es, eat this, drink that. Sie wollte mich ständig mit Leckereien und Drinks versorgen. Ich war wie ein bunter Vogel in ihrer Runde. Da ich aber absolut nichts trinke, habe ich einen Korb nach dem anderen gegeben. Natürlich ganz höflich. Ja, man hat hier nur für Autofahrer und Motorbikefahrer die Straße gemacht. Nicht für die Menschen, die gerne laufen. Ja, ohne meine Schuhe wäre unmöglich zu laufen. Ein paar Tage später wollte ich zu Fuß vom Bangalore zum Alona Beach. Ich war komplett vermummt. Hut, Maske, Taschentuch, alles zum Schutz gegen die gnadenlose Sonne und den Staub. Aber schnell wurde klar, diese Straßen sind für Motoren gebaut, nicht für Menschen. Ohne meine stabilen Schuhe hätte ich ab dem steinigen Schotter neben der Fahrbahn keine Chance gehabt. Eine Infrastruktur, die den Fußgänger völlig vergisst. Auf dem Weg dachte ich kurz, ich wäre mitten in Seoul, Korea gelandet. Es wirkte fast wie eine regelrechte Invasion. Überall koreanische Restaurants, Spas und Bars, sogar die einheimischen philippinischen Läden werben mittlerweile auf Koreanisch. Es wirkt wie ein geschlossenes System von Koreanern für koreanische Touristen. Ich hoffe nur inständig, dass am Ende genug bei den Menschen vor Ort hängen bleibt, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten und die Bildung ihrer Kinder finanzieren können. Der Alona Beach selbst? Um ehrlich zu sein, es gibt zwar ein paar nette Ecken, aber insgesamt ist es klein, laut und eine einzige Baustelle. Überall stehen Bagger am Strand und es wird gehämmert, sogar direkt am Wasser. Die schütten Zement. Die bauen etwas hier.
Die menschliche Wärme, die ich an den lokalen Stränden so geliebt habe, diese echten, ehrlichen Gespräche unter Frauen, die suchte man hier vergeblich. Hier habe ich mich nicht wie ein Gast gefühlt, sondern wie ein wandelndes Portemonnaie, Geldbeutel. Und dann wäre ich fast auf eine miese Masche hereingefallen. Ich hatte für eine Inselhopping bereits 50% im Voraus angezahlt. Gott sei Dank kamen im letzten Moment 2 junge Touristen auf mich zu und warnten mich. Traue ihm nicht, er ist kein guter Mensch, er betrügt Touristen. Ich bin dem Skimmer sofort hinterher und habe energisch mein Geld zurückverlangt. Ich habe es tatsächlich zurückbekommen, aber die Lust auf Alona Beach war danach komplett weg. Es war mein einziger negativer Moment auf Bohol. Mein Fazit: Wer Trubel sucht, wird Alona vielleicht lieben, aber passt verdammt gut auf eure Pesos auf. Heute habe ich euch 4 völlig verschiedene Strände auf Bohol gezeigt. Von der puren Ruhe bis zum absoluten Trubel. Aber wenn ihr meinen absoluten Favoriten, den 5. Strand, noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr euch unbedingt mein Video zum Liban Beach anschauen. Du bist immer noch dabei und hast das Video bis zum Ende geschaut? Danke. Dann schreib mir doch mal in die Kommentare, teilst du deine Meinung zu Alona Beach oder hast du dort ganz andere Erfahrungen gemacht? Ich bin gespannt auf eure Feedback und wenn dir meine ehrlichen Einblicke gefallen haben, lass mir ein Like da und abonniere meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, eure Monsuk on the Move. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Annyeong, annyeong.